Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man den 870er Optic Mount von UTG bei einer Remington 870er installieren tut. Um genau zu sein, tun wir es bei einer Wingmaster Model 870er installieren. Die sind aber baugleich mit der klassischen oder der Tactical Model 870er von Remington. Der Torx und der Sechskantschlüssel, den man für die Installation braucht, ist im Lieferumfang dabei. Was man aber noch dazu benötigen tut, um die Installation durchzuführen, ist einerseits ein Hammer, ein Durchschlag. Wir haben jetzt hier einen mit einem Durchmesser von 3,57 mm und ein Benchblock wäre noch von grossem Vorteil. In diesem Fall machen wir zuerst einmal ein bisschen Platz. Und dann fangen wir damit an, indem wir den hinteren Stift von der Montage lösen. Da einfach zu beachten, das Gewinde ist nur eine Einlage, also sprich, wenn man die Schraube anfängt zu lösen, geht er dann nachher raus. So muss man schauen, dass man den nicht verlieren tut. Und da wird der mitgelieferte Torx benötigt. Ich mache es jetzt so, dass ich da auf dieser Seite das Endstück heben tue. Und dann lösen wir das einfach mal schnell lösen. So, kann man den rausnehmen. Wie gesagt, auf der anderen Seite schauen, dass der nicht rausgeht. Jetzt nehmen wir unseren Benchblock, weil wir als nächstes den hinteren Stift rausschlagen. Für das brauchen wir natürlich unseren Durchschlag und den Hammer. Den wir hier ansetzen. Und nehmen den Stift weg. Den brauchen wir nicht mehr, den können wir auf die Seite tun. Und jetzt können wir schon bereits mal die Montage drüber stülpen. Da, wie gesagt, daran denken, auf der rechten Seite, die Einlage da, die geht gerne raus, sind wir ein bisschen beim Hantieren heben. Ich stelle jetzt mal die Schrotflinten so auf, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Dann kann man das einfach da mal drüber stülpen von oben. Und dann einfach schauen, dass da im hinteren Bereich das Loch von der Halterung und vom Gehäuse übereinstimmen. Jetzt ist es ein bisschen schwer zum zeigen und machen gleichzeitig. Dann kann man den Stift, den wir vorher rausgenommen haben, da mal ansetzen und mal reindrücken. Teilweise geht es ein bisschen streng zum Reindrücken, da kann man eigentlich den Hammer zur Hilfe nehmen. Man muss aber einfach einerseits immer daran denken, dass man auf der anderen Seite das Teil heben tut, dass es nicht rausgeht. Sobald wir etwa in dieser Höhe sind, wie wir es jetzt hier haben, geht es nicht mehr weiter, weil das Gewinde vom Stift ansteht. Und dann nehmen wir einfach den Torx und mal die Schraube anziehen. Ups. So. Wenn man die mal angezogen hat, sollte da auch die Halterung schon relativ fest sitzen. Dann tut man einfach schauen, dass man die so ausrichten tut, dass man wieder da sie schön ausgerichtet ist mit dem Stift vom Gehäuse. Und dann tun wir auch gerade noch den Stift mal zuerst rausschlagen. Wenn er fast ganz draußen ist, kann man in der Regel nachher einfach noch rausziehen. Den brauchen wir auch nicht mehr, den können wir auf die Seite tun.
Und jetzt nehmen wir die Teile, die in dem Säckchen, wo vor Remington 870 drauf steht, nehmen wir raus. Das sind die wir jetzt noch brauchen, um die Installation weiterzuführen. Dort drin hat es einen Stift mit einer Mutter und so 2 Flügel. Anfangen tun wir jetzt, indem wir einfach mal ein Flügel nehmen und wir fangen von der linken Seite an, von der Schrotflinte. Dann tun wir mal so eine da dazwischen schieben. Es geht eigentlich nur auf eine Art, damit es dann auch schön bündig ist mit der Montage und mit dem Loch. Tut man die da einfach mal einfädeln. Ja. Und schaut auch wieder, dass es schön ausgerichtet ist. Dann können wir eigentlich schon mal anfangen, die zweite Schraube einfach mal leicht anzusetzen, damit der nicht mehr rausgeht, oder? Da kommt es auch darauf an, bei gewissen kann man einfach reindrücken, bei anderen muss man mit dem Hammer ein bisschen nachhelfen. Jetzt muss man dann einfach schauen, dass der Stift auf der anderen Seite noch nicht raus schaut, damit man halt das zweite Flügel noch rein tun kann, oder? So. Voilà. Jetzt tut man eigentlich den Stift da weiter reindrücken. Da sind wir auch wieder genau beim Punkt, wenn es nicht geht, kann man den Hammer verwenden. Da muss man halt einfach schauen, wenn man die Schrotflinte kehren tut, dass einem der nicht rausgeht. Und wenn wir etwa in dieser Höhe sind, sieht man da, kann man da das Stück mit dem Gewinde reindrücken und jetzt da wieder heben, wenn man es kehren tut, damit es auch nicht rausgeht. Und dann können wir von der anderen Seite die Schraube wieder anziehen. So. Für die sich jetzt da fragen, ob man Loctite an der Schraube, würde ich nicht machen. Weil einerseits, wir haben die Halterung ausgiebig getestet und man muss sagen, es hebt. Andererseits, wenn man einen Service machen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel den Verschluss möchte putzen oder so, muss man das alles wieder lösen und dann ist es halt blöd, wenn es wirklich festheben tut. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss, und zwar zum Caddy, der da drauf kommt. Auf der hinteren Seite sieht man, hat er eine Kerbung. Ja, und Sinn macht es natürlich nur, wenn er gegen vorne gerichtet ist, oder? Der kommt da einfach da drauf. Wieder schauen, dass die Löcher ausgerichtet sind. Und dann nehmen wir zuerst mal einfach eine Schraube und den Sechskantschlüssel, der dabei war, und setzen mal da dazwischen da. Mal ein bisschen anziehen. So. Dann nehmen wir noch die zweite. Dasselbe nochmals. So, und schauen, dass beides schön von Hand angezogen ist. Ja, und jetzt sind wir schon bereits fertig. Die Montage ist installiert. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.